Und damit hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Uncut Kanal zum neuen Spiel Sherlock Holmes The Awakened. Und wenn ihr Kapitel 1 noch nicht gesehen habt, beziehungsweise Fall Nummer 1, in der Videobeschreibung, erste Zeile, findet ihr unten @CHRIZZ. Da findet ihr das angezockt, beziehungsweise den ersten Fall. Und hier auf dem Uncut-Kanal geht's weiter. Wenn ihr vom Hauptkanal rübergekommen seid auf den Uncut-Kanal, bitte Abo nicht vergessen. Und jetzt geht's weiter im Spiel und dem nächsten Fall. Das Ganze auf dem PC in Ultra mit einem Xbox-Controller. Weiter geht's. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ja jetzt gerade festgestellt, es war kein Mordanschlag, es war nur Liebesgeblänkel. Jetzt müssen wir mal gucken. Der Fall ist abgeschlossen. Wir sollten gehen. Jo, machen wir. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Okay. Not much further now. Nicht mehr weit. Okay, let's go. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles, and it's my superiors who made this decision, sir. Okay, gibt's weitere vermissten Fälle? Have there been other disappearances? Of course, Oh. here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony, then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Bitte beschreiben Sie. Wann ist sie verschwunden? Tell me about Kimahir. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Okay, sein Sklave quasi. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance.
Okay. Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Did Kimahir make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No. I kept his wages in my safe. For security. I take it this is the first time Kimahir has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Okay. Nächster Fall, Leute. Er ist verschwunden. Einfach so. Ist doch vorher noch nie verschwunden. Ist ein Bediensteter, spricht kein Englisch. Groß, tätowiert, stark wie 2. Dann wollen wir doch mal. Aufpassen, Chat. Ihr müsst mir wieder helfen. Hier gibt's nichts zu sehen, außer einen Hut. Dann gucken wir mal in seinem Schuppen. Stenwick makes his servant live in a tool shed. You think you know someone. Das ist schon hart. Der behandelt die schon ein bisschen wie Dreck. Chewing tobacco. Fußspuren. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Aber das kann ich da nicht. Das ist auch nur der Fußabdruck, wa? Hä? Warum ist das denn da so? Hä, was habe ich übersehen? Auf in die Ermittlungen, ja. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, was ich hier noch finden soll. Ja, aber da kann ich nichts gucken, ich komme nicht höher. Looks like a knee print. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Du musst mit der Amazing, anderen Mr. Sicht Holmes. gucken. To read the ground like an open book. Genügend Hinweisen kann Sherlock Geheimnisse rekonstruieren. Durchdrücken von RB, das ist doch hinten, oder nicht? Ah ne, hier vorne. Do you think Kimmy here had an accomplice in his escape? Ich will da nicht suchen. Ja, und nun? Ich hab da noch gar nicht genug Hinweise.
This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Am rechts gebogenen Schlüssel. A scrap of Hessian. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Gesichtsabdruck. A small Navy spyglass. Ja, aber wenigstens gibt's jetzt eine Meldung, Heisi. Und der hängt sich nicht wieder auf einfach. No air coming through it. No air coming through it. Button chops. The remains of a meal. Wir finden auf jeden Fall mega viele Sachen hier. Das wird The ashes spannend. are long since cold. A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Eine Nasenflöte. No air coming through it. Hat der sich high gemacht oder was? Der ist high, Leute. Was? Der Leibwächter einer Skandalprozessin hat einen Dienstlohner erkundet und ist von seiner natürlichen Erkundungstour nicht zurückgekehrt. Die Polizei hat den... Nee. Kann man das nicht umstellen? Der ist doch aber mit dem Gesicht da. Da sieht man doch das Gesicht. Oder nicht? Who could have left these tracks? They seem fresh. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney.
Das mit vor und zurück verstehe ich auch nicht. Da fehlen mir noch Hinweise, eindeutig. Bin mir ziemlich sicher. Yes, Stenwick is no angel, but he's one of my few clients. Please, try to remain courteous. I will not be long, Captain. Da fehlt auch noch was, Chat. Das lässt mir keine Ruhe. Ich will das immer genau wissen, aber da kommt man nicht durch, oder was? Alleine wenn er schon sagt, von welchem Gerät sind die Spuren. Und wir das Gerät noch nicht haben. Dann ist das wieder sowas, was mich triggert. Guck mal, da sind ja auch noch 2 Punkte. Irgendwas haben wir noch nicht. This disappearance is intriguing, no? I cannot make head nor tail of it. Ja, das verstehe ich auch nicht mit vor und zurück. Da kann ich ja nichts machen. No air coming through it. Muss vielleicht doch mit dem reden, oder? Weil was anderes ist hier nicht. Mensch, what's now up jetzt? Verstehe ich halt wirklich nicht. Dieses Vor und Zurück. Es geht, glaube ich, erst, wenn du alle Dings hast. Oder alle Hinweise hast.
Ja, mir fehlen ja noch Sachen. Ich habe ja gar keine blauen mehr jetzt. I thought you were meant to be intelligent. I thought you were meant to be intelligent. Hä? I thought you were meant to be intelligent. Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahir's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahir's? Yes. I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Where on earth are you going with this? The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Do you happen to know Kimahir's shoe size? I wouldn't have the foggiest. But I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Wow, er wollte nie Schuhe tragen. Has Kimahir ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimahir's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Kann man das hier mal ausblenden? Das ist ja richtig nervig. Hier, das Mrs. Fleming und Dingsbums. Würde ich gerne mal ausblenden. So, warte mal. Schuppen. Das ist mit dem Herrenhaus gemein. Soll die Zeitung da oben links die ganze Zeit verbunden sein? Ja, die ist ja richtig. Ist ja schon grün. Das heißt, die ist richtig auf jeden Fall. Also irgendwas mit dem Hafen. Aber ich habe eh noch nicht genug. Why are you still here? Ich habe eh noch nicht genug Beweise. Ich raff's auch ehrlich gesagt nicht. Sag ich euch so, wie es ist. Brauche ich euch auch nichts vormachen.
Normalerweise... Ach, guck mal, jetzt hat man mehrere Möglichkeiten. Das sieht schon besser aus. Fernrohr hat da, glaube ich, nichts zu suchen. Ich glaube, hier hat schon jemand das zugemacht. Nur die Frage... Ah ja, der zieht ihn da, deswegen liegt da unten der Stoff. Oder? Aber hier fehlt trotzdem ein Fakt. Er hat ihn beobachtet. Mit dem Fernglas hat er ihn beobachtet. Hier hat er dann über ein Dings gezogen. Und das ist dahin gefallen. Würde zumindest Sinn machen, oder nicht? Hier ist er gestolpert. Er hat den quasi hier, hat er zugemacht. Dann ist der Diener bewusstlos geworden wegen dem Rauch. Dann hat er den gezogen, deswegen ist da das Stoffstück. Ist gestolpert über die Kiste. Und dabei hat er das Fernglas verloren. Und da hinten hat er erstmal den beobachtet mit dem Fernglas. Also das würde ja Sinn machen soweit. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Das Gesicht in dem Eimer ist der Täter, ja sozusagen, aber... Naja, du kannst ja jetzt nicht wirklich... This disappearance is intriguing, no? I cannot make head nor tail of it. Ich glaube, hier ist der irgendwie reingekommen. If you find my man, I have a marvelous whiskey with your name on it. Irgendwas fehlt noch, Leute. Irgendwas fehlt noch.
Ich habe auch gar keinen blauen Hinweis mehr. Hä? Okay, das ist verwirrend. Irgendwas übersehen wir, Chat. Aber das feiere ich an den Spielen so. Du musst halt wirklich den Kopf zerbrechen. Frische, parallel verlaufende Spuren. Aber das kommt doch hin, oder? Mit dem Fernglas? Hat er den beobachtet? Guck mal, der hat das Ding da reingesteckt, die Murmel, und hat dann zugemacht. Hat ihr mal eine Idee? Ich verzweifle gerade.
Kannst ja an dem Ding nichts machen. Das gibt's doch nicht. Ich raff's nicht. Wirklich nicht. Hier ist noch was. Is this a taniwha, a Maori water spirit, or something else? Either way, it's giving me chills. Da ist ein Schlüssel, ja. Stimmt, hier. Und da hängt auch der Schlüssel, aber, ich kann damit nichts machen. Man kann die aber auch nicht wieder lösen, die Zeitung. Hä? Ich versteh's echt nicht. Ich guck gleich nach der Lösung. Ich sag's euch. Sowas triggert mich richtig hart. Wir haben doch jetzt wirklich jeden Winkel abgeguckt. This dreary rain is making a miserable day even worse. Ey, das ist wieder irgendwas komplett Einfaches, ich sag's euch. Scheint einfach irgendwas zu fehlen, ja. Nicht, dass ich irgendeinen Bug hab oder sowas. Hat jemand mal Bock zu gucken bei YouTube irgendwie? Gibt ja schon Videos zu dem Spiel. Ich habe keine Lust jetzt hier 20 Stunden rumzusuchen. Weil ich habe alles angeguckt. Clothes made of Hessian. Is Sten really so miserly? This disappearance is intriguing, no? I cannot make head nor tail. Is this a taniwha, a Maori water spirit, or something else? Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Das ist ja auch hier mit diesen Spuren.
Ja, wohin führen die? Zu dem Kackwagen hier. Oder halt außerhalb der Tür. Hier wird nicht gescheatet. Ja, dann sag mir, wie ich weiterkomme. Ich finde nix. Sowas triggert mich hart. Gleich deinstallieren. Bei meinem Glück ist es wieder ein Bug oder so. Für mich macht das Sinn, dass der hier mit dem Dings den beobachtet hat. Mit dem Fernglas. Aber da fehlen ja noch 2 komplette Punkte. Wow. Jetzt habe ich das auch verstanden, dass du den Hinweisen nachgehen musst. Digi, das muss ja erstmal. Das ist die Frage. Und jetzt erscheinen plötzlich ja ganz andere Sachen. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimahir went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimahir inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimahir had the key in his shack. So war's. Remarkable. It makes total sense. Okay, jetzt weiß ich erst, wie das funktioniert da mit dem Bums. Und jetzt musst du quasi hier die Symbole oben, die verraten dir das. Eigentlich ist es geil, Moorleiche, aber muss das erstmal raffen, wie es funktioniert. You'd best have found something by now, gentlemen. I fear that someone may have spied upon Kimahir. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time,
as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? I found the residue of narcotics in Kimahir's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimahir never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimahir was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimahir's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimahir, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know? Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, Der ist ja nett. and go and fetch my servant. Was schreibst du? Ich sehe schon wieder was. Kümmern Sie sich selbst drum, der Ton macht die Musik. Truly, there is no better evidence of a man's nature than the way he treats those who help him. And you, sir, are a brute. The cruelty of your ignorance about the Maori people, your selfish attitude to a man's kidnapping. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Junge, was ist mit ihm los? Richtiger Asi. Also wirklich richtiger Asi. Schwierig. Roy Soulsby. Could that be the name of our man? A strange substance. I have my suspicions based on the colour and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Then we're in agreement. Well done. Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Wheels picked up grass along the way. Kimahir's cart, I gather. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, wo er hin ist. A large pile of horse droppings. Kippen. Many cigarette butts. Someone stood here for hours. There was a cab waiting here. Our abductor slipped in and then off into the night.
Tja. Stenwick makes his servant live in a tool shed. You think you know someone. Aber hier ist jetzt kein weiterer Hinweis, wo ich noch extra Sachen finde. Muss ich jetzt hier wieder Knüpfi? So, wohin die Spur führt. Welche besonderen Merkmale weist der Entführer auf? Kautabak und Fernrohr. Wobei, Seemannsknoten. Okay, das war falsch. Seemannsknoten. Geldbörse vielleicht. Visitenkarte. Hä? Ein spezieller Knoten, ein Marinefernrohr und Stiefelabdrücke, die auf einen Mann auf der Arbeiterklasse hindeuten. Das alles lässt nur einen Schluss zu. Kamins Entführer ist ein Seemann. Und wohin die Spuren führen, frag's Pferd. Wir wissen nun, dass Kamias Entführer wahrscheinlich Seemann ist, dass sich auf der Geldbörse Rückstände von ihm befinden und dass im Londoner Hafen vor kurzem einen Unfall mit Salpeter gab. Das bedeutet, das deutet darauf hin, dass wir unsere Suche nach dem Londoner Hafen fortsetzen müssen. Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen so schnell wie möglich einen Teufel finden, der bringt. The Strand proved not so useless after all. The saltpeter accident. Doctor, do you recall? The Port of London. Of course. The footwear, the spyglass. Indeed. We shall need to take a cab there. Wo ist denn der Hafen? Den haben wir noch gar nicht entdeckt. Where to, Gav? The Port of London, please. I will show you where to stop. Kapitel 2, die blutrote Nacht. Oha. Londoner Hafen. Mr. Holmes, what a compelling mystery we have stumbled upon. Perhaps I have the premise of my next novel. One kidnapping does not a story make. Stop! A black cat crossed before us. It's a bad omen. Do not take you for the superstitious type, Doctor. Such things are mere fantasies, tricks of a feeble mind. One imagines a physician would keep a surer footing in reality. Perhaps, before the war, my time abroad was difficult. Once, I came across an Afghan, bleeding, who I could not save.
He pressed a rosary into my hand. A gift, he said, so as to gain God's favor after that. Dr. Watson? Yes, well, I shan't get into details, but sometime later I found myself lost in the desert. Dehydration set in, and things grew ever more dire. The man's words came to me. I said a prayer and placed the rosary on a rock. A gift to gain God's favor. And you were rescued. Yes. A detachment of British soldiers found me. To whom I'm grateful. Without their diligence, you would not be standing here and I would not have this case. I'm sure you have another explanation prepared, Mr. Holmes, but I think I shall cling to the occasional superstition all the same. To each his own, Dr. Watson. So long as it does not interfere with my methods, do it. We must press on, cat or no cat. The question remains, why abduct Kimmer here? Sherlock kann Personen in Nähe zu Hinweisen befragen. Öffnen Sie Fallmappe, heften Sie Hinweise. Versuchen Sie es mit der Visitenkarte. Verstehe. So, aber an der Stelle machen wir mit Sherlock Holmes erstmal einen Cut. Aber wir machen auf jeden Fall weiter, ich hab Bock.